Es ist mir eine besondere Freude, Dr. Annika Reuß anzukündigen, die im Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung in Kiel arbeitet. Jetzt denkt man, wow, super, dass die solche Studien in solchen Ministerien machen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil wir hatten das Glück, dass Annika lange bei uns gearbeitet hat am RKI im Bereich Antibiotikaresistenz und quasi aus dieser Zeit diese Studie noch ist. Und wir freuen uns jetzt sehr auf deinen Vortrag, Annika. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Zuordnung stimmt sogar auch schon wieder nicht mehr. Durch Ressortzuschnitt ist es jetzt das Ministerium für Justiz und Gesundheit. Aber trotzdem laufen leider keine Mikrobiomstudien dort. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Genau, ich habe gerade mal versucht nachzurechnen, glaube ich, 3,5 Jahren der erste Präsenzvortrag. Fühlt sich komisch, aber auch sehr gut an. Und finde ich klasse, jetzt die Gelegenheit zu haben, da hier über unser Neobiom-Projekt zu sprechen. Sie sehen ja, es sind etliche Institutionen aufgeführt. Also es war ein gemeinsames Projekt verschiedener Institutionen, voran Robert-Koch-Institut. Dort wurde auch der Antrag gestellt von Sebastian Haller und eben Tim Eckmanns. Es ist ein Infect Control gefördertes Projekt gewesen und ist quasi in der Hauptsache im Grunde 2018, 2019 durchgeführt geworden. Die Analysen liefen dann noch etwas hinterher. Gerade ist auch noch eine Publikation in Entstehung. Zusätzlich waren auch noch die FU hier in Berlin beteiligt, Charité in Berlin beteiligt und eben auch noch das Leibniz-Institut für Naturstoffforschung, Infektionsbiologie und das Heinrich-Knöll-Institut in Jena. Genau, wie kann ich denn hier weiterklicken? Mit dem. Ja, genau. Ja, wir hatten dieses Neobiom-Projekt gestartet mit großen Zielen. Und zwar wollten wir untersuchen, wie sich die Antibiotikagabe und Probiotikagabe auswirkt auf die Besiedlung des neonatalen Darms. Das heißt, da kommt die Charité auch ins Spiel mit den beiden Neonatologien und ich werde gleich natürlich zum Studienablauf ein bisschen mehr erzählen. Also im Grunde waren wir interessiert an der Mikrobiomzusammensetzung bei Neonaten und parallel, und das eben auch ein großer Vorteil oder eine sehr positive Seite dieses Studiendesigns, dass wir gleichzeitig geguckt haben, was passiert in Mäusen, die dann quasi als kleine Kontrolle gedient haben, beziehungsweise als kleiner Ausblick in die Zukunft, weil die natürlich sehr viel schneller in ihrem Leben voranschreiten und man die dann leichter weiterverfolgen kann. Es war aber auch insofern ein neues Projekt, ein Pilotprojekt, weil es auch darum ging, die gleichen bioinformatischen Prozesse für eben die Mikrobiomuntersuchung im Menschen, in den Mäusen und die Mykobiom-Untersuchungen quasi zusammenzufassen, auf eine Schiene zu bringen und eben die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Hier sieht man einen kurzen Überblick über die Studienpopulation der Frühgeborenen. Wir haben also Frühgeborene eingeschlossen mit einem Geburtsgewicht von 1250 Gramm zu 1750 Gramm. Von denen wurde dann standardisiert per Fragebogen erhoben, etliche Variablen zu möglichen Einflussfaktoren auf das Mikrobiom, was bekannt war, zum Beispiel der Ort, die Anzahl der Geburten der Mutter, Antibiotikagabe unter der Geburt, Geburtsmodus und so weiter. Und anschließend, weil wir ja eben auch für verschiedene Faktoren kontrollieren wollten. Und anschließend dann eben nach diesem Schema, nach dieser SOP der Charité, wurden dann je nach Situation entweder Antibiotika gegeben, verschiedene, oder eben keine Antibiotikatherapie, sondern Probiotika. Und das war das sogenannte Infloran, was ja wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Das enthält das Bifidobacterium infantis und Lactobacillus acidophilus. Und was hier nicht gezeigt ist auf der Folie, aber was natürlich gemacht worden ist, die Probennahme. Das heißt, aus den Windeln der Kleinen wurden Proben herausgegraben
gekratzt, gefriemelt aus den Windeln, und zwar während der ersten 3 Lebenstage eine und dann nochmal ungefähr Lebenstag 14 und dann zum Entlassungstag. Bei den Mäusen lief das Ganze etwas standardisierter ab. Das geht ja natürlich auch einfacher. Das war dann der Teil, der an der FU stattgefunden hat. Dort gab es eben dieses feste Schema der Verabreichung von Ampicillin, Gentamicin, Meropenem, Vancomycin, eben mit und ohne dem Infloran oder eben auch eine Kontrollgruppe, die nichts bekommen haben. Und da war es so, dass 2 Proben genommen worden sind aus der Familie, quasi der Mäusefamilie, aus dem Käfig raus, und zwar eine an Tag 18 und eine an Tag 42, wobei der Tag 42 dann eben schon relativ weiter quasi das Erwachsenenalter beschreibt im Mäuseleben. Ja, was wurde gemacht? Da will ich gar nicht so ins Detail gehen, weil ich selbst eben auch keine Bioinformatikerin bin, sondern Infektionsepidemiologin. Aber was so in einfachen Worten passiert ist, dass natürlich die DNA extrahiert worden ist aus den Proben und dann sequenziert worden ist. Einmal in der zentralen Sequencing Core Facility am RKI. Da haben wir das Mikrobiom und das Rhesistom untersucht. Und bezüglich der Mäuse, des Mykobioms, wurde das bei einer Firma in Berlin durchgeführt. Und dann ging es zunächst erstmal darum, eine Qualitätskontrolle zu machen, die Wirts-DNA herauszufiltern, sodass dann ja wirklich nur noch die bakterielle DNA untersucht worden ist. Und ja, dann ging es an eine ausführliche und, sagen wir mal, sophisticated Analyse, wo dann eben gegen die bestimmten oder bestehenden Datenbanken gemappt worden ist, die Sequenzen, die man gefunden hat. Das ist schon mal so ein erster Überblick, welche Proben und wie viele Kinder, also Frühgeborene, wir sozusagen einschließen konnten. Wir hatten 185 Proben von 58 Neonaten in dem Zeitraum der Studie und 70 Proben bei Mäusen. Und was gemacht worden ist für das Mikrobiom, war eine 16S-RNA-Sequenzierung und auch noch eine Whole Genome Shotgun Sequencing, um nochmal genauer und mit höherer Treffsicherheit sagen zu können, ja, welche Bakterien dort nun drin sind. Ich will gar nicht so groß auf den Sequencing-Teil eingehen, sondern lieber noch mal kurz was sagen zur Sequenzierung Mikrobiom. Da hatten wir etwas weniger Proben vorhanden, weil einfach die Priorität auf dem größeren Studienteil lag, das bakterielle Mikrobiom zu untersuchen. Insgesamt also 52 Proben von 17 Neonaten und also 61 Proben von den Mäusen. Und da wurde eine ITS-Amplicon-Sequenzierung durchgeführt mit verschiedenen Datenbanken zum Abgleich, was dort auch ein Novum eigentlich war oder auch noch nicht so richtig etabliert war im Pilzbereich, diese Datenbanken, gegen die man abgleichen kann. Zu dem Zeitpunkt damals. Und das ist jetzt die erste Grafik zu den Proben der Frühgeborenen. Und was man hier sieht, ist im Grunde dieser blaue kleine Diamant, dass der am Anfang nicht so richtig auftaucht. Hier in den ersten Lebenstagen, also LT steht für Lebenstag, Lebenstag 1 und 2, da ist noch nicht viel DNA drin und dann geht das erst so langsam hoch. Und es war vor allem deswegen schwierig in der Probenaufbereitung, weil eben in den ersten 3 Tagen die Proben so aussahen, also da das Meconium, das Kinspech vor allem da war und da einfach nicht viel DNA rauszukriegen war. Und später war das dann wesentlich besser und mehr DNA vorhanden. Hier sind nochmal Tabellen als Übersicht der Gesamtstudienpopulation und das ist jetzt die letzte, danach kommen direkt die Ergebnisgrafiken. Wir haben
im Grunde ja 4 verschiedene Gruppen untersuchen wollen. Das heißt, eine Gruppe nur Antibiotika, eine Gruppe nur Probiotika, eine Gruppe Antibiotika und Probiotika und eine Gruppe gar nichts. Und das ging in den Mäusen ja relativ gut, weil das eben so ganz standardisiert gegeben werden konnte und auch eben in der Antibiotika-Kombination so gegeben werden konnte. Bei den Frühgeborenen wird natürlich so gehandelt, wie es die Situation dann erfordert. So, das bedeutet, dass wir eigentlich in der Gruppe oder die Gruppe, die wir bilden wollten, die nur Antibiotika erhalten haben, das waren eben insgesamt nur 3 Proben und die werde ich im Folgenden dann auch nicht zeigen, weil einfach die Gruppe natürlich zu klein ist. Bei den Mäusen ist es halt wesentlich ausgewogener gewesen. Und jetzt geht's los. Das erste Hauptergebnis, eben diese 3 Gruppen. Ja, und was sieht man? Gezeigt sind die Top 25 Genus der Bakterien für alle Proben, die wir von den Frühgeborenen untersuchen konnten und die sequenziert werden konnten. Und man sieht zum einen erstmal, dass da eine wahnsinnig hohe Variabilität vorliegt. Also es ist nicht so, dass einem gleich ein klares Muster an Farben oder Ähnliches ins Gesicht springt. Es ist tatsächlich so, man sieht auch, dass pro Probe eine sehr hohe Variabilität ist. Also man sieht ja, in manchen Proben sind einfach sehr viele verschiedene Bakterienklassen, in manchen wenig. Und es ist tatsächlich, ja, es ist sehr heterogen, das gesamte Bild. So. Wir haben dann also tatsächlich keinen klaren Einfluss sehen können hier von Antibiotika- und Probiotikagabe auf das Mikrobiom zu den Zeitpunkten. Und wir konnten auch keinen Einfluss der anderen erhobenen Variablen feststellen, also weder jetzt der Geburtsmodus oder Art der Ernährung. Alle diese Zusammenhänge wurden intensiv angeguckt und untersucht und wir konnten es nicht feststellen. Wir haben aber einiges festgestellt. Und zwar, wir konnten eigentlich 3 Sachen sehen. Und das eine, das finde ich, sieht man hier auf dem Bild auch schon ganz schön. Und zwar, das ist, dass die Anzahl der vorhandenen Bakterien über die Zeit zunimmt. Also hier, das sind ja die Lebenstage 1 bis 8, also die erste Woche. Und dann im Verlauf, es wird sozusagen immer bunter. Das ist natürlich auch in anderen Publikationen gezeigt. Quasi ist auch zu erwarten, dass mit jedem Lebenstag sozusagen auch mehr Bakterien sich da ansiedeln. Das Zweite, was wir gefunden haben, allerdings nicht richtig erklären können, ist, dass wir in manchen Gruppen das Bifidobacterium bifidum gefunden haben. Das heißt, es gibt eine signifikant mehr oder signifikant häufiger das B. bifidum zwischen den Behandlungsgruppen hier Probiotika und Probiotika alleinig und der Gruppe Antibiotika und Probiotika im Vergleich zu den anderen, wobei, wie gesagt, hier nur eine Probe dabei ist. Wir konnten es deswegen nicht erklären. Das war ja jetzt kein Stamm, der im Infloran mit drin war. So. Aber das war sozusagen ein Finding. Der Lebenstag 9 bis 17 ist jetzt hier nur rausgegriffen, weil man es am deutlichsten sieht. Das hat man auch an anderen Lebenstagen natürlich gesehen, also in diesen Gruppen, die aufgrund der Lebenstage gebildet worden sind. Was wir außerdem gesehen haben, bei den Neugeborenen gab es eben auch ein Triplet, also Drillinge und mehrere Zwillinge. Und die sind hier dargestellt. Also ich weiß, es ist ein bisschen klein, aber man sieht sozusagen links die Anzahl der vorhandenen Spezies pro Gruppe und die linke Gruppe sind sozusagen die Einzelgeborenen. Hier an Nummer 2 sind die Drillinge und das sind die Zwillinge, die es gab. Und man sieht es sowohl bei der Anzahl der Spezies als auch bei der Diversität, dass sich das innerhalb der Zwillinge jeweils ähnelt. Das heißt, Zwillinge haben ein ähnlicheres Mikrobiom
als im Vergleich zu einzeln Geborenen. Im Rhesistom, was wir auch untersucht hatten, war das auch so, dass wir sozusagen keinen Unterschied zwischen diesen 3 oder 4 betrachteten Gruppen finden konnten. Ich habe das jetzt trotzdem aufgenommen und gezeigt ist hier eben die einzelnen Behandlungsgruppen. Hier ist es natürlich sehr klein, also rot, gelb und grün sind die Gruppen, die eben entweder Antibiotika, Probiotika oder beides erhalten haben. Und das ist jeweils ein Match oder ein gemapptes Resistenzgen, was gefunden worden ist. Und was hier eben auffällt, ist, man kann jetzt nicht sagen, bei allen Roten taucht ein bestimmtes auf. Oder bei Gelben ist hier so ein bisschen ein Cluster hier, zeigt sich aber in den späteren Lebenstagen hier halt auch nicht mehr. Also es waren inkonsistente Ergebnisse, aber es hat geklappt, also es konnten 27 verschiedene Resistenzgene gefunden werden. Und es ging ja bei dem Projekt auch darum, zunächst mal die Methodik so zu etablieren, dass sie gegebenenfalls auch nochmal wiederholt werden kann. Beim Mykobiom tatsächlich war das auch so, dass es keine großen Unterschiede gegeben hat in der Häufigkeit der vorhandenen Pilzspezies, aber manche waren etwas häufiger vorhanden, je nach Gruppe. Das ist also eine Intensivanalyse, die am HKI durchgeführt worden ist. Und ich bin jetzt selbst keine Pilzexpertin, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob diese Spezies eine tiefere Bedeutung haben, es gab aber eben einen Unterschied vor allem zwischen den Frühgeborenen, die keinerlei Behandlung bekommen haben, und denen, die Antibiotika und Probiotika-Behandlung bekommen haben. Und jetzt kommt noch mal was Spannendes zum Abschluss. Da haben wir nämlich was gefunden bei den Mäusen. Hier sind jetzt alle Proben der Mäuse gezeigt, und zwar so aufgeteilt. Vorhin hatten wir ja die 6 Gruppen gesehen, mit den verschiedenen Interventionen, wenn man so möchte, oder Behandlungsoptionen. Und hier sind diese Gruppen so eingeteilt, dass zuerst für jede Gruppe der erste Probennahmetag gezeigt wird, Tag 18, und dann 42. Und diese Gruppen sind eben nacheinander aufgeführt. Und was halt hier sofort auffällt, sind Gruppe 3 und Gruppe 6. So, die sehen ja anders aus als alle anderen. Und das sind eben die Gruppen, die Meropenem und Vancomycin erhalten haben. Und was man aber auch sehr deutlich sieht, ist, dass dieser Unterschied nur an Tag 18 zu sehen war, und an Tag 42 war der komplett weg. Hat sich also angeglichen an die Zusammensetzung des Mikrobioms der anderen Gruppen. Und das Gleiche konnten wir auch sehen beim Rhesistom der Mäuse. Da haben wir zwar nur ein Antibiotika-Resistenzgen finden können, aber auch hier sieht man, dass sozusagen bei den Gruppen 3 und 6, dass die doch sich anders darstellen als eben Gruppen 2, 4, 5. Aber an Tag 42 alles wieder normal ist. Ja, ob das jetzt wirklich bedeutet, dass auch bei den Frühgeborenen im späteren Verlauf, also dass sich doch was ändert und dann später wieder sich gibt, das kann ich so nicht ganz beantworten. Ich will noch lieber kurz nochmal das Mykobiom der Mäuse zeigen, wo sich auch nochmal einige Pilzspezies oder teilweise Familien kristallisiert haben, die dann eben häufiger gefunden worden sind. In manchen der Behandlungsgruppen hier zum Beispiel das ist die Gruppe, die nur Probiotika erhalten hat, und die
das Heinrich-Knöll-Institut, die sind auch dabei, diese Daten nochmal zu publizieren und näher zu beleuchten, was das bedeuten könnte. Und dann möchte ich auch schon gerne zur Zusammenfassung kommen. Was die Studie gezeigt hat, ist, dass die Frühgeborenen doch eine sehr unterschiedliche Mikrobiomzusammensetzung haben, die aber ein kleines bisschen ähnlicher sind bei Zwillingen. Und das ist natürlich spannend, weil die ja unter sehr ähnlichen Bedingungen, also in der gleichen Station, unter den gleichen Bedingungen sozusagen ihre ersten Lebenstage haben. Bei den Mäusen der gleichen Gruppe war das Mikrobiom auch ähnlicher, die leben ja auch alle zusammen in einem Käfig, haben wir auch eben diese Unterschiede gesehen, aber nicht dauerhaft. Dauerhaft waren keine Mikrobiom- oder Resistomunterschiede zu sehen zwischen den verschiedenen Behandlungsgruppen. Und als Fazit ist es halt wichtig zu sehen, dass das eine Pilotstudie war, die zum ersten Mal auch diesen Ansatz Maus und Mensch sozusagen nebeneinander gestellt hat und verglichen hat, dass wir eben nur ein Jahr Proben sammeln konnten und vielleicht hätten wir mehr Proben gehabt, wäre das eine längere Förderung gewesen, hätten wir vielleicht auch was mehr erkennen können. Aber allein schon, dass die verschiedenen Institute zusammengearbeitet haben und das so etabliert worden ist, dass man dort Mikrobiomforschung machen kann und auch vergleichen kann untereinander, das ist eben auch schon ein Erfolg in sich gewesen. Und ich kann sagen, die Zusammenarbeit war hervorragend und viele waren beteiligt. Ich habe hier jetzt einfach nur die Logos aufgeführt und freue mich, dass die Studie so gut geklappt hat und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.